Ja, das ist halt so eine Sache, das können wir jetzt noch nicht wissen. Do not know entity. Ja, toll. Mal Namen eintippen, der nicht hier sein kann. The dead cannot kill anyone. Ah, stimmt, Sigma war ja tot in der. Oh. Phew. Not likely to. Was? Den gab's noch Eric, glaube ich, oder? Not likely to be Q-Team. Aber mein Pfeil lebt hier dann noch, oder? Dead, na. Pfeil lebt nicht mehr. Sigma, Pfeil und. Ah, Diana war noch die letzte. War Diana auch tot? Ja, toll. Gap. Ja, wenigstens, ah, Jesus Christ. Das heißt, ich darf mir jetzt aussuchen, ob ich es war oder ob Arcana es war. Ja, Carlos oder Arcana. Wahrscheinlichkeit, dass Arcana es war, ist pretty low, so. Das Ding ist halt, wir haben, was würde ich denn sagen, wahrscheinlich noch 2 Räume gemacht in der Zwischenzeit, ja? Zwischen 13:30 und 18. Dementsprechend, keine Ahnung, was da passiert ist. Ironischerweise, ich könnte eigentlich darauf schwören, dass das andere, und das werde ich gleich auch mal nachgucken, dass das um 21 Uhr war. Dementsprechend habe ich echt keine motherfucking Ahnung so. Was soll man denn mal sagen? Aber Arcana ist so unfassbar unlikely. Ja, gut, ne? Ja, das ist halt, also ich glaube auch nicht, dass Carlos es war, aber mir fehlt einfach der richtige. She'd never do something like that to Junpei. He's very. Yes, he's very. Ah, ich hab nicht probiert Junpei selber, weil, na, der war. Then I'm the only one who could have killed him. It might have been a demon possessing me. Or maybe it was some kind of parasite. Or I'm under hypnosis? Whatever it was, regardless of the reason, I was the... And then I forgot I did it because of that damn amnesia drug. Es kann halt genauso gut andersrum sein, ne? Carlos? Don't come any closer. I'm dangerous. My body moves against my will. I might kill you next. If that's how it is, then... Carlos, no! Alter, ey. Was eine Fontäne. Huh. No! Why did this happen? Mom, Dad. I won't let anyone die. Carlos! Carlos! I'm so sorry! You couldn't have killed Junpei. And I... Das war auch ein Game Over. Surprise, surprise. Das ist nicht so sonderlich verwunderlich, dass das ein Game Over war. Flow. Ach, guck mal an, hier haben wir wirklich die... Was? Das ist der Global Flowchart.
Das Problem ist aber, das zerschmettert jetzt so ein bisschen meine Vermutung, dass das, weil hier ist das ja ganz eindeutig das, was wir direkt danach gemacht haben. Nach dem ersten Wählen. Oh Gott, unter Jemine. Wobei ich die ganze, also mich verwirrt das sehr, dass das, mich verwirrt das sehr, dass das so ein Dreifach, was ist das denn? All Team survived. Mich verwirrt das sehr, dass das so ein Dreifach-Konstrukt ist. Irgendwie. Das ist schon wirklich sehr... Carlos Decision. Who killed JUNPEIS? Ich könnte jetzt aber auch hier hinjumpen, oder? Okay, also das ist... Okay, ich bin noch ein bisschen wirklich krass verwirrt davon. Ich würde mal gerne nicht wissen, was passiert. Also A, möchte ich hier mal... Oh, ich muss... That can't kill anyone. Okay. Ah gut, dann spielen wir die Situation halt auch nochmal andersrum durch. Das Ding ist halt nur... Toll, jetzt töte ich halt sie. So. Ich glaube, weder noch hat den gekillt. She has to be the one who killed Junpei. Akane, why did you kill him? I told you I didn't. I didn't kill him! Fuck. Was ist denn jetzt passiert, Alter? Okay, sie ist RIP. Und ich habe meinen Arm verloren? Carlos, I knew it. You... No. I didn't kill. Junpei, I'm sorry. I couldn't avenge you. Akane? I just killed... Ha. Bei der Aktion haben wir jetzt unsere Hand verloren. Das ist eventuell ein ganz gutes Indiz für zukünftige... ich spiele jetzt schon 4 Stunden gespielt, leck mal Marsch. Für zukünftige Story-Stränge. Wobei, für zukünftige Story-Stränge, da dürfte dann Dings überhaupt nicht mehr dabei sein. Da dürfte... Achso, ne, und andersrum. Da dürfte weder Junpei noch Akane dann dabei sein. You are here. Im Nirgendwo. Ja gut. Ich hätte jetzt, wie gesagt, gesagt, wir spielen erstmal ein Team ganz durch, dann bin ich zwar am Ende wahrscheinlich komplett kaputt so, aber ist besser, als wenn ich jetzt hier durcheinander mische. Aber das werden wir jetzt beim nächsten Mal tun. Also vielleicht mache ich gleich noch ein bisschen weiter so. Aber jetzt muss ich erstmal gucken, ob wir im Halbfinale gegen Frankreich oder gegen Island spielen. Dementsprechend könnt ihr jetzt erraten, welcher Tag es heute ist. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das Spiel weitergeht. Ich bin auch wirklich ein bisschen sehr verwirrt von diesem ganzen Flowchart, insbesondere von dem globalen Flowchart, weil er halt schon noch so einen guten Unterschied zum zweiten Teil hat, den ich halt jetzt mehr oder weniger noch ganz frisch vor Augen habe.
Aber... Ach so, und das hier ist auch nur der Baum für All Teams Survived. Ja. Das ist nicht der Baum für rotes Team ist tot, grünes Team oder blaues Team ist tot. Das geht nämlich auch alles. I see how it is. Nichtsdestotrotz machen wir dann hier beim nächsten Mal weiter. Und ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. So, wir sind immer noch mitten in der Folge, aber für mich ist es jetzt ein neuer Aufnahmetag, mehr oder weniger. Das hat sich jetzt so ergeben, weil ich wirklich relativ viel bei diesem mathematischen, also das heißt, es war ja nicht das Mathematische, was das Problem war, sondern dieses blöde Zahlenspiegeln, ja, was ich so gut gemacht habe letztes Mal, hust. Das hat ziemlich viel Zeit gefressen und da habe ich dann einen ziemlich ordentlichen Brocken rausgeschnitten, so, und auch mehr, als ich gedacht habe. Und deswegen sind wir jetzt mitten in der Folge. So, ich habe jetzt, wie gesagt, es ist ein neuer Aufnahmetag, ich habe jetzt mir so ein paar Gedanken darüber machen können, wie das alles ist und was das hier mit den unterschiedlichen Strängen eventuell auch zu tun hat. Und es ist wahrscheinlich wirklich so, dass hier, also zum Beispiel dieser Abschnitt hier, ist dann von einem anderen Team, ja, ist dann ein Event bei einem anderen Team irgendwie. Und das heißt, dass da ganz andere Sachen passiert sind bis dahin. Und deswegen, das erklärt dann auch, warum in unterschiedlichen Strängen unterschiedliche Leute schon tot sind. Bei dem ersten, was wir hier gespielt haben, das hier nämlich, das da waren ja alle tot bis auf Fei, glaube ich. Und bei dem anderen Ding hier war dann das ganze Team D, Team D tot. Also Fei inklusive so. Und dementsprechend, das sind einfach zwei verschiedene Timelines, wo unterschiedliche Sachen passiert sind. Und ja. Es ändert aber nichts an meinem Plan, dass ich, glaube ich, jetzt erstmal mit Team Carlos weitermachen werde. Und am Ende ist dann echt interessant, in welchem Timeabschnitt die sind. Wenn jetzt hier zum Beispiel wieder Rot irgendwo hier auftaucht, dann weißt du ja, wobei nicht unbedingt, wenn Rot hier auftaucht, dann ist das ja hier nicht passiert. Das wäre nur interessant, wenn das hier passiert wäre. Na egal. Ich glaube, ihr seht, worauf ich hinaus möchte. Let's go. So. Jump hier. Wir jumpen hier. First come, first saved. Das Ding ist... Muss ich gleich mal ausprobieren, ob ich in dem Flowchart auch jumpen kann. Decontamination room? I think you're supposed to clean off after returning from the surface. Well, that was for when there was a nuclear war and the world was contaminated. Ah, that explains the showerheads. Oh, just as I thought. This won't open either. The map shows an elevator hall beyond this door. If we came down the elevator normally, we'd be able to run into this room immediately, but... What about that? It's connected to the lounge. I checked it earlier, but no dice. Locked up tight. Do you think Zero trapped us in here to make us play the decision game? It's pretty obvious at this point. 1810. I think it was about 13:30 when we finished voting and the drug put us to sleep. So that means we were napping like toddlers for 4.5 hours. Okay. Junpei, I have something I've been wanting to ask you. During the vote earlier, you told Carlos... Come on, Carlos. Vote for Q Team. Yeah, what about it? What about? How could you be so horrible? You used to... You'd never have said that a year ago. Oh, like you're one to talk. What? What happened to you, Junpei? What happened while I was gone? I'd like to know more about you too. What's that, Carlos? Does that mean you're interested in me? No. My focus is my little sister. Got no time for a love life. Heh, so our hero of justice has a sister complex. Junpei? Carlos really is worried about you. Well, it's more I want to know about you both. Weren't you friends as kids? And last year you were trapped just like this and escaped together. So why? Why the animosity, you mean? That's exactly why. Junpei. I've seen people die. Horrible, cruel deaths I never wanted to see. So many.
I'm probably becoming numb. After what happened last year, I quit school and joined a detective firm. Oh man. What made you want to do that? It was all because of Akane there. She up and disappeared, so I went to a firm to try and find her. It's small, but known to work among the underground. I've snuck into places running human organ trafficking like they're trading cookies. Saw a coworker I'd just finished eating with pushed off a rooftop the other day. Never had a by-the-books case where I just had to prove he cheated. Every job that passed my hands was dirty and dangerous. That's when I realized humans aren't as beautiful as I thought. I'd only been skimming the surface all this time. So every day, after work, I'd drink myself to sleep. I slept in my bathtub with the shower running. It was the only way I was able to get the scent of blood off me. But last month, finally, I got intel through our network that Akane was joining this experiment. So that's why you came to decom. Yeah, I threatened those in charge and forced my way in. Huh. Das klingt jetzt nicht so gut. So, Akane, how's Santa? I mean, Aoi. My brother. I heard about Ace. He's stuck in jail, if he hasn't escaped yet. Lotus is doing alright. She's working and raising her kids still. Who told you this? That detective guy, Seven. I worked with him once. We destroyed Free the Soul's headquarters. Destroyed? Hey, what's Free the Soul? A religious cult. They're a freaky terrorist organization who never stop trying to create their new world. They abducted my brother and I 10 years ago. And the game we played last year was related to that big kidnapping case. My brother and I were trying to track Free the Soul's movements, but... You were too, Junpei? I came across some info on them while I was working. Seven was the one still on their trail. But I kinda think we went too far by destroying their headquarters. I'm pretty sure we pissed off their boss. I think his name was Brother. So wait, you're saying this Zero the Second has something to do with him? You know anything about it, Akane? I already told you, I'm not connected to this. I don't know why this person is calling themselves Zero. Why don't you enlighten us as to why you joined DCOM, Akane? Junpei. Someone using that name has thrown us into a similar game. No way you can ask me to believe they're unrelated. Stop it, Junpei. From what I can tell, Akane's the victim. I'm here to change the future. Huh? Free the Soul is currently attempting to implement a terrifying plan. I infiltrated the experiment to stop that. So you knew that this game would happen? I don't know. I didn't know any specifics about all of this. But you just said it's to change the future. A very distant future. So you access the morphogenetic field and... Hold up. What are you talking about? A little late, perhaps, but I will now announce the voting results. Why'd he have to interrupt now? All three groups have voted for different teams. Therefore, none have been executed. The current death count, 0. I can't say this is an ideal situation for any of us involved. It appears that none of you fully grasp the essence of this game. Think back on the rules you were told. You will remain in the shelter for eternity until 6 people are killed. I will give you one last chance. A single action from you may result in your escape from the depths. What must you do? It's simple. I shall show you. Okay, das war eine ganze Menge Informationen nur. The other two teams are listening to a message just like this one.
rewards decontamination room. What? The construction of all of them are the same. A yellow button exists on the wall in each. Oh, that thing. Pressing it activates the showers in the other wards, and they will rain down a solution of hydrogen fluoride. Hydrogen fluoride? It's not only acidic enough to melt a body, but it even dissolves glass and iron. Explaining what would happen if you were under it seems unnecessary. That button on the wall is your right to freedom. Using it will kill the other teams, and you will obtain the needed X passes to escape. I have one final thing to tell you. The early bird gets the WER. After the first team pushes it, the button will become inactive for both of the other teams. Your time limit is 3 minutes. What will you do? Will you press it or refuse? It is ultimately all up to you to decide. Isn't it obvious? Junpei! Wait! Let's think about this. Get out of my way, Akane. We need to push the button before the other teams do. What are you saying, Junpei? Are you really planning to sacrifice everyone else so you can escape? It's to survive. It's kill or be killed. So we need to make sure to kill them first. Junpei, I'm here. You've changed so much. Ah! Junpei! Damn you! Do you want to die? You're okay with never seeing your sister again? Maria. No way in hell I'm dying! I did not go through everything just to die today! Ugh! No, don't, Carlos! If none of the teams push it, then it has to be like when we voted. While you're wishing on a star, we'll end up killed. Junpei! Push it, Carlos! Time to decide! Ja. Oh mein Gott, das ist in der Tat auch ein Timer. Ich werde ihn nicht drücken. Schon mal direkt, angesagt. Ich glaube auch, dass keiner der anderen Teams das drückt, um ehrlich zu sein. Your choice, man. Weil sonst geht die Geschichte nicht weiter. Glaube nicht.